Wird Joyn demnächst der neue führende Streamingdienst in Deutschland? Was der neue kostenlose Anbieter alles so kann und wie er mit führenden Plattformen wie Netflix und Amazon Prime Video konkurrieren will, das erfährst du jetzt in diesem Video. Ich würde mal sagen, los geht's! Ja, meine lieben Freunde, ihr habt es ja echt mitbekommen, Joyn ist eine neue Streaming-Plattform hier in Deutschland. Federführend ist hier tatsächlich Pro7 Sat.1. Die haben sich nämlich mit anderen Sendern zusammengesetzt und jetzt quasi eine Mega-Mediathek aufgebaut. Dabei soll es allerdings nicht bleiben. Ziel ist es nicht, eine Mediathek aufzubauen, sondern einen ernsthaften Konkurrenten für Netflix und Amazon Prime Video. Nicht nur das, sondern auch Online-TV-Anbieter wie zum Beispiel Waipu und Z2 sollen quasi eine neue Konkurrenz bekommen. Ihr könnt auf der Plattform nämlich auch Live-TV empfangen. Wie wird das Ganze finanziert? Es ist erstmal kostenlos und ein bisschen Werbung. Wenn man so hört, Netflix und Amazon Prime Video soll von einem deutschen Anbieter irgendwie konkurriert werden. Naja, werden die meisten von euch wahrscheinlich müde lächeln. Wie genau soll das funktionieren? Als erstes wurden vor allen Dingen erstmal ganz viele Mediatheken auf eine Plattform verschifft. Wir haben jetzt Mediatheken zusammengebaut von Pro7, Sat.1, Kabel 1, D-Max, Pro7 Max, Sat.1 Gold, Six, TLC, Home Garden, Motortrend und Food Network. Interessant, dass es nochmal Zuwachs gibt, demnächst auch mal MTV, Nick und Comedy Central mit hinzukommen. Jetzt würde man aber sagen, ja gut, Leute, das sind Mediatheken, das ist jetzt noch nicht so super Netflix-mäßig. Wie genau die erschaffen könnten und wirklich Chancen hätten, dazu komme ich später. Jetzt gehe ich erstmal auf das derzeitige Angebot von Joyn ein. Sehr interessant ist, dass Joyn nämlich nicht nur die Lizenzen und natürlich die Sendungen, die Eigenproduktion der einzelnen Sender verwendet, sondern auch anfängt, eigene Originals zu produzieren. Offiziell fällt zum Beispiel Jerk jetzt unter Joyn Original. Jerks, das ist eigentlich eine ganz gute Serie, eine deutsche Produktion, hochwertig produziert. Alle 3 Staffeln sind auf Joyn kostenlos verfügbar. Insgesamt sollen in nächster Zeit 10 verschiedene Joyn Originals rauskommen, unter anderem mit dem Moderator Klaas Häufer Umlauf, Arbeitstitel Check Check. So sieht das Ganze aus, erinnert wirklich sehr an Netflix. Hier oben sind erstmal die ganz aktuellen Sendungen. Natürlich sind hier viele Shows mit dabei, ist ja klar. Das ist natürlich auch immer noch irgendwie eine Mediathek. Und man sieht schon, hier sind natürlich auch lizenzierte Titel mit dabei. Ganz kurz zur Übersicht. Hier oben hat man einmal TV-Highlights. Das sind dann so aktuelle Shows, die gerade am Laufen sind. Hier oben rechts sieht man dann immer den TV-Sender, auf dem die Show läuft. Wenn man weiter runter geht, sieht man hier Best of Joyn, einfach mal so ein gefeaturtes Ding. Unter anderem zum Beispiel auch Leaving Neverlands. Hier oben rechts sieht man dann, wenn hier Joyn steht, dass das quasi ein Original ist. Wobei man natürlich hier auch sieht, Leaving Neverlands natürlich keine Produktion von Joyn, genauso wenig wie Jerks, das gab es ja schon vorher. Allerdings gehe ich davon aus, dass hier nochmal Sachen auftauchen werden, die wirklich für Joyn und im Namen von Joyn quasi produziert worden sind. Wenn wir uns jetzt hier mal wirklich die verschiedenen Formate angucken, kann man eigentlich die Inhalte von Joyn in 2 verschiedene Kategorien aufteilen. Einmal sind es die Eigenproduktionen der Sender. Hierunter fällt natürlich ganz klassisch Germany's Next Topmodel, ist klar, ist natürlich vom Pro7 produziert, dementsprechend natürlich auch verfügbar. Und die lizenzierten Inhalte. Hierunter fällt zum Beispiel dann Flash, aber auch hier One Piece, Dragon Ball Z, Lucifer, Charmed, Supergirl, also wirklich auch einige richtig gute Sachen. Vikings ist auch mit dabei, The Orville, auch sehr zu empfehlen übrigens. Und ich gehe jetzt erstmal auf die eigenproduzierten Sachen ein, die sind auch wirklich sehr, sehr spannend. Ich zum Beispiel war eigentlich immer ein großer Fan von Zirkus Halligalli. Gucken wir jetzt einfach mal, ob das verfügbar ist, das Ganze, und geht hier rein und hier sieht man nämlich schon, wirklich cool, alle 9 Staffeln sind hier verfügbar. Das ist auf jeden Fall schon mal klasse. Jetzt wollen wir mal gucken, was sind so aktuelle Sachen. Bleiben wir bei Late Night Berlin zum Beispiel. Man kann davon ausgehen, dass die aktuellen Sendungen eigentlich immer komplett verfügbar sein werden. Bis zu 40 verschiedene Sendungen sogar laufen 7 Tage vor TV-Ausstrahlung. Darunter fallen auch die lizenzierten Sendungen. Jetzt gehen wir mal darauf nämlich ein. Das sieht nämlich hier ein bisschen anders aus. Wenn man wirklich so eine Sendung wie zum Beispiel Lucifer dauerhaft mit allen Staffeln irgendwie online stellen will, dann kostet das hier die kleinste
Kleinste Violine der Welt, das kostet ein bisschen Geld. Und so viel wirft natürlich ein werbefinanzierter Streamingdienst jetzt auch nicht ab. Dementsprechend ist nicht alles verfügbar. Gehen wir mal hier auf Vikings, denkt mal, ach guck mal, prima, ist ja hier eine Staffel verfügbar. Gehen wir rein und das bedeutet 2 Folgen in dem Fall. Das kann allerdings auch ein bisschen besser aussehen. Zum Beispiel gehen wir mal auf One Piece, auch eine schöne Sendung. Hier gibt es dann zwar Staffel 11, okay, aber hier ist natürlich schon wesentlich mehr Folgen verfügbar. Hier wird dann immer angezeigt, wie lange das Ganze dann noch online steht. Will man jetzt wirklich also zum Beispiel eine Serie gucken, wie man es klassischerweise macht, von Folge 1 bis Folge 100, dann sollte man wirklich darauf achten, wann jetzt hier so eine Serie beginnt, um dann hier zum Beispiel dann wirklich auf Folge 1 irgendwie mitzubekommen und dann langsam sich weiter nach vorne zu arbeiten und sich quasi parallel zur TV-Ausstrahlung dann eine Sendung ansehen zu können. Aber es ist kostenlos und wenn man es richtig macht, kann man auf jeden Fall eine komplette Sendung, eine ganze Serie kostenlos sich reinpfeifen, sage ich jetzt einfach mal. Unterteilt sind die ganzen Sendungen hier nach bestimmten Genres, hier Motortrend zum Beispiel. Habt ihr meist gesehen, Food Network, da geht es natürlich hier schön um Essen. Also wer wirklich hier Bock hat auf ganz bestimmte Genres, der wird hier auf jeden Fall mitgenommen. Comedy Corner, Showtime, hier sind natürlich dann so die krassesten Shows gefeatured, die gerade so laufen. Welches Feature man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf: Live-TV. Ich persönlich, wenn ich mal zu Hause bin oder so, habe schon mal Lust, mich einfach hinzusetzen und zu gucken, was läuft denn gerade im Fernsehen. So, warte mal, jetzt muss man das aber so machen, dass das hier nicht irgendwie böse wird. Das sieht jetzt so aus. In dem Fall kann man natürlich auch auf dem Fire TV Stick oder auf anderen Sachen gucken, komme ich gleich zu. Insgesamt gibt es 55 verschiedene Sender und das kostenfrei. Finde ich auch echt nicht schlecht. Natürlich auch ganz viele öffentlich-rechtliche Sender, die kosten nichts. Hier die verschiedenen NRW-Städte natürlich mit aufgeführt, da wird es natürlich auch wesentlich mehr. Das ist natürlich ein bisschen Mogelpackung, aber hier sind wirklich viele verschiedene Sender mit dabei. Welt, Comedy Central, Six, Sat1 Gold, also wirklich ein Riesenhaufen. Wer jetzt Fan ist von der RTL Group, das heißt RTL, RTL 2, Super RTL, Vox und so weiter und so fort, der wird natürlich hier nicht fündig. Ja, der muss dann TV Now zum Beispiel besuchen gehen oder sich halt Waipu TV oder Sat2 holen. Hier hat man aber einen Anbieter, der gerade nichts kostet, mit einem schon ordentlichen Angebot, das sich sehen lassen kann. Das Ganze ist auch kompatibel mit Fire TV Stick, mit Smart TVs und auch eine App ist verfügbar. So, und jetzt kommt natürlich der große Faktor. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, ja, ist alles kostenlos, aber wie sieht es denn jetzt hier mit Werbung aus, Freunde? Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Adblocker-User werden sofort gesperrt, funktioniert nicht. Müsst ihr den Adblocker ausmachen, Werbung muss angesehen werden. Gute Nachricht ist allerdings, so viel Werbung gibt es gar nicht. Zumindest ist es derzeit so, dass wirklich mit Werbung mega gespart wird. Vor Videos werden keine Werbeeinspieler eingebaut. Bei so einer Folge Jerks kam einmal so ein kleiner Clip vor, also wirklich nicht viel. Aber so kann man sich echt gut Sachen reinpfeifen, ohne irgendwie die ganze Zeit gestört zu werden. Wer noch die alte Mediathek von Pro7 kennt zum Beispiel, da wurde man wirklich zugeballert mit Werbung. Das, was hier passiert, ist wirklich super human. Von dem, was man bisher gesehen hat, kann man die Frage, ist das Ganze ein Netflix-Konkurrent, relativ leicht mit Nein beantworten. Aber es gibt noch ambitionierte Pläne, die noch dieses Jahr durchgeführt werden. Ab Winter dieses Jahres soll nämlich der Eurosport-Player und vor allen Dingen Mixdome mit integriert werden. Die werden allerdings nicht kostenfrei sein, sondern hier wird es auch ein kostenpflichtiges Angebot geben. Aber diese ganzen Angebote werden davon profitieren, dass sie alle gebündelt sind und vor allen Dingen mehr Geld in die Kasse reinschwemmen, so dass man noch was Geileres aufbauen kann. Mein Fazit, ich finde das Ganze wirklich hochinteressant, gerade im Hinblick auf Werbung. Viele Mediatheken waren für mich irgendwie nicht nutzbar, weil es mir so auf den Zeiger gegangen ist, so viel Werbung zu sehen. Das wurde hier auf jeden Fall verbessert. Außerdem muss man jetzt hier nicht 1000 verschiedene Mediatheken aufrufen, sondern man kann hier einfach ganz leicht stöbern und dann findet man schon wesentlich schneller etwas, was man sich gerne anguckt, als wenn man jetzt wirklich 10 verschiedene oder 13 verschiedene Mediatheken aufrufen müsste. Auch finde ich die Plattform einfach gut designt. Man klickt da einfach gerne rum. Es dauert nicht so lange. Man hat eine gute Übersicht. Außerdem werden auch Sendungen gespeichert, die man sich gerne anguckt.
weggeguckt, ganz in der Manier von Netflix. Hier wurde auf jeden Fall gelernt, muss man wirklich sagen, und ich bin gespannt, wie das Ganze wird, wenn am Ende des Jahres Maxdome und Eurosport Player noch mit dazu kommt. Was haltet ihr von der ganzen Nummer? Schreibt's mal in die Kommentare rein, Freunde, und lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Videos. Ich habe hier mal ein Video gemacht zu IMDb TV. Das wird nämlich demnächst auch nach Deutschland kommen, auch ein kostenloser Anbieter. Also es werden uns auf jeden Fall noch viele kostenlose Streamingdienste in Deutschland begrüßen. Ich bin mal gespannt. Macht's gut, meine lieben Freunde, und tschüsschen.